Hi, ich bin Nele Gerkens und wir sind hier gerade in Rheinberg bei uns in der Ausstellung in der Gerkens GmbH. Wir sind ein Familientraditionsunternehmen in der 4. Generation und ein klassisches SHK-Unternehmen, sprich Sanitär, Heizung und Klimatechnik. Und vor ca. 12 Jahren kam noch die Photovoltaikbranche hinzu und wir haben uns vor allem auf die Sanierung spezialisiert. Uns hat motiviert, den Workflow zu digitalisieren und auf PaletteCAD zu wechseln. Ganz einfach, ich war bei einem Seminar und habe PaletteCAD kennengelernt und das Programm hat mich von Anfang an überzeugt. Wir haben schon vorher digital gearbeitet mit einem anderen Programm und PaletteCAD hat einfach noch viel mehr Funktionen, weshalb wir gesagt haben, das möchten wir gerne nutzen. Was mich vor allem an PaletteCAD überzeugt hat, war die Funktion des Renderings, dass ich während der Planung direkt mein Foto rendern kann und dass die Bearbeitungszeit super schnell ist. Das hatte ich in der vorherigen Software nicht und somit wurden die Arbeitsschritte deutlich effizienter und verschnellert. Zur Einführung von PaletteCAD wurden uns 2 Kurse über die Palette Academy zur Verfügung gestellt und das war relativ praktisch, weil das in Corona-Zeiten war, sodass ich das von zu Hause wirklich sehr entspannt alles lernen konnte und dann habe ich an vorhandenen Projekten, die schon liefen, die BAD-Planung quasi nochmal neu erstellt und damit geübt. Wir starten immer mit der virtuellen Ausstellung via Palette Showroom. Das bedeutet, wir haben den digitalen Showroom von PaletteCAD bei uns auf der Website eingebettet, sodass sich der Kunde vorab schon ein paar Exponate anschauen kann bzw. Referenzen und sieht vorher-nachher Fotos und auch den Ablaufplan. Dort kann er dann auch direkt digital einen Kennenlerntermin mit mir vereinbaren. Das bedeutet, dass der Neukunde und ich uns bei einem Webmeeting kurz zusammensetzen und ich einen Ablaufplan präsentiere, bei dem die verschiedenen Steps erklärt sind. Wenn der Kunde dann soweit mit allem einverstanden ist, geht es dann auch schon direkt zum Aufmaß mittels Hotscan. Das heißt, ich oder unser Projektmanager fährt dann zum Kunden raus mit unserem Hotscan und misst das Badezimmer auf. Weiter geht es dann mit der Arbeit im Büro. Das heißt, wir machen dann die BAD-Planung und die Investitionsplanung. Und wir haben ja das Aufmaß digital mittels Hotscan erstellt. Dieses digitale Aufmaß können wir dann direkt in PaletteCAD importieren, was natürlich deutlich Arbeitsschritte erleichtert und somit auch nichts vergessen werden kann, wie zum Beispiel mal die Höhe des Fensters oder ähnlichem. Dann erstellen wir die BAD-Planung mit PaletteCAD. Also das Planen ist einfach wirklich, es macht total Spaß, weil man direkt während der Planung rendern kann, sich die Lichtverhältnisse anschauen kann und nachher die Ergebnisse definitiv halt auch zeigen, was sie können, sage ich mal. Und das Arbeiten ist einfach effizienter und schneller und die Zusammenarbeit mit den Partnerbetrieben wird auch deutlich erleichtert. Da ich wieder mit der Exposé-Funktion wirklich alles abdecken kann. Ich kann mir ja auch eine Fliesenstückliste rausschmeißen lassen, dass der Fliesenleger genau weiß, wie viel Fliesen braucht er jetzt, wo kommt was hin. Und dadurch, dass ich dann da ja auch die Installationspläne erstelle, die Renderings habe, die Frontansichten darstellen kann, weiß eigentlich jeder genau, was er zu tun hat. Jeder bekommt quasi sein eigenes Dokument. Hier ist ebenfalls hilfreich, dass man zum Beispiel Warenkörbe exportieren kann aus PaletteCAD oder sich Stücklisten erstellen kann, sodass ich direkt die Artikelnummern von den jeweiligen Herstellern habe und die Angebotserstellung somit deutlich leichter fällt. Wenn also BAD-Planung und Investitionsplan erstellt sind, geht es dann an die Besprechung mit dem Kunden. Das findet hier bei uns vor Ort im Showroom statt. Die Idee ist einfach dahinter, dass man nicht 20 Seiten Angebot verschickt, sondern das Ganze wirklich detailliert erklärt und mit dem Kunden auch gemeinsam die Planung durchgeht und schaut, wie er reagiert, wie die Emotionen sind, ob es gefällt. Die Kunden sind sehr begeistert von der 3D-Visualisierung, weil viele Leute haben nicht wirklich ein Vorstellungsvermögen und können sich nachher ihr fertiges Badezimmer vorstellen. Und wenn man dann nachher das Vorherbild hat und dann die Planung und die Kunden wirklich richtig sehen, was es wird, die sind einfach nur begeistert und freuen sich dann auf die Sanierung. Wenn der Kunde sich dann für uns entschieden hat, dann bekommt er natürlich auch die fertigen Dokumente alle zur Verfügung gestellt und dann geht es wirklich zu dem spannenden Part, nämlich zur Bemusterung. Es gibt einen Anschlusstermin hier bei uns wieder im Showroom, wo wir dann wirklich jedes Detail der BAD-Planung besprechen. Welche Armatur es wird, welche Duschtasse zum Beispiel zu den Fliesen passt und da gehen wir richtig ins Detail, sodass dann dort eigentlich das komplett fertige Badezimmer geplant und besprochen wird. Wir reden über technische Gegebenheiten wie zum Beispiel die Höhe des WCs, wir besprechen den Starttermin und haben eigentlich keine Fragen mehr offen danach. Die Kommunikation ist vor allem viel klarer geworden zwischen dem Büro und den Monteuren auf der Baustelle. Dadurch, dass wir vorher so detailliert planen, könnte ich theoretisch oder auch der Projektmanager gar nicht vor Ort sein, weil jeder weiß, was ganz genau zu tun ist. Es sind einfach viel weniger Rückfragen und der Kunde hat auch viel mehr Klarheit.